jetzt, wie fühlst du dich 2 Wochen vor der Eurovision? Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich freue mich unglaublich fest, endlich auf die Bühne gehen zu können und zu sehen, wie das, was wir jetzt so lange vorbereitet haben, dann aussieht auf der großen Eurovision-Bühne. Ja, ich kann auch nicht mehr warten. Was hast du vorbereitet? Und ich bin, ich muss fragen, aber ich habe deine Interview gesehen, das alles Geheimnis jetzt, aber in deinen Interviews äh, du auch sagen, dass deine Großeltern leben in Basel. Und danach habe ich frage, wo willst du wohnen? Bei deinen Großeltern? Also meine Großeltern haben schon gesagt, dass ich bei ihnen schlafen kann, wenn ich möchte. Aber ich werde dann trotzdem auch mit dem ganzen Team am gleichen Ort sein, einfach damit wir alles zusammen haben und wenn die Leute mich was fragen müssen, dass ich gleich eine Tür entfernt bin und nicht Ja, ein paar Straßen entfernt. Genau, aber vielleicht gehe ich mal vorbei, um was zu essen. das ist sehr, sehr wichtig Frage. Und danach, ich habe im nächsten Teil des Interviews ein paar Fragen über Schweizer Abküche. Bin vorbereitet. Aber Ich sehe das. Du bist super vorbereitet. ich liebe Schweiz. Ich habe in Zürich vor ein halbes Jahr gewohnt. Und danach, ich bin sehr zufrieden. Heute habe ich eine Möglichkeit mit dir besprechen. Ich bin auch sehr zufrieden, dass in dieses Jahr während Eurovision wir haben 3 Sprachen, die sind offizielle Sprachen in der Schweiz. Wir haben Deutsch, Französisch und Italienisch. Und danach habe ich auch Frage, weil du auf Deutsch und Französisch singst. Warum hast du dich entschieden, Voyage auf Französisch zu singen? Und ob du planst, eine deutsche Version des Liedes zu veröffentlichen? Ja, also ich zu der ersten Frage, ich schreibe auf Deutsch, Französisch, manchmal nur auf Deutsch, manchmal nur Französisch, wie bei Voyage, manchmal beide Sprachen im gleichen Song. Und bei Voyage war es so, dass oder generell, ich versuche immer sehr spontan zu bleiben mit der Wahl der Sprache und ich schaue immer, was ist die Melodie und was ist die Message vom Song. Und bei Voyage war es so, dass ich halt eine sanfte Melodie haben wollte und eine Message, die wie so, ja, eine Parallelwelt erschafft. Und für mich war Französisch da die Sprache, die das besser rüberbringen kann. Mhm. Aber ich finde auch Deutsch eine sehr, sehr schöne Sprache und sehr poetisch. Und deswegen, ja, also ich würde sehr gerne auch Voyage auf Deutsch machen. Es ist aber ein bisschen schwierig vom Rhythmus, von den deutschen Sätzen, die in die Melodie reinzubringen, dass es immer noch auch textlich schön klingt. Deswegen, da muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich das schön hinkriege. Und in der Zwischenzeit halt auf Französisch. Ach, ja, ich warte so gerne auf deutsche Version. Ich habe auch Frage, weil ich muss ganz ehrlich zu sagen, dass deine Video mit der Ausschnitt aus verschiedenen Eurovision-Beiträgen der Schweiz gesungen hast. Ach mein Gott, ich wirklich, wirklich mag, das hat mir sehr gut gefallen. Und Danke. du hast viele Verbindungen zu Eurovision. Du bist mit Guillaume Stils befreundet, du bist mit Remo Foll aufgetreten, du hast derselbe Preise mit wie Nemo und Maurice Bell bekommen. Ich meine, als Artist da und der Schweizer Radio und Fernsehen 3 beste Genau, ja. bekommen. Danke. Hast du noch weitere Eurovision-Verbindungen, dass denen wir nichts wissen? Ja, also ich bin auch gut befreundet mit Taya von Taya and Selena, Who the Hell is Edgar? Taya ist eine gute Freundin von mir, wir haben auch schon Songs zusammengeschrieben. Dann habe ich auch also indirekt Connections, weil der Rui, der das Musikvideo gemacht hat, hat auch Nemos Musikvideo gemacht und also der Rui ist auch im Kontakt. Er hat im Musikvideo von Adonis dieses Jahr mitgespielt. Oh. Und das heißt, bevor wir Artists uns kennengelernt haben, hat Rui anscheinend Adonis gesagt, oh, die Schweiz ist richtig gut dieses Jahr. Pass auf, was die Schweiz macht. Und Adonis wusste noch nicht mal, dass es ich sein werde. Ja. Diese Eurovision-Welt ist ganz, ganz klein. Mhm. Aber es ist auch schön, ich finde,
Ich finde, es ist wie so eine Familie, fühlt es sich an. Ja, es ist uns, wenn wir haben diese Videos aus Partys, diese Stimmung zwischen Künstlern, es ist wunderbar zu sehen und das macht uns sehr, sehr zufrieden. So, ich habe auch ein paar Fragen nach deinem Lied und die erste, und Entschuldigung für diese Frage, aber dann muss ich fragen, bist du Fan von Desireless? Wie bist du auf die Idee mit dem Titel gekommen? Wenn ich höre Voyage, Voyage, ich nur habe gehört, diese Voyage, Voyage, und jetzt, dieser Titel ist ganz, ich habe andere Verbindung mit Eurovision. Also auf Voyage, den Titel, bin ich gekommen, weil im Song, also mir ging es darum, einen Song zu schreiben, mit dem ich sagen kann, es ist wichtig, dass wir nett sind zueinander, dass wir mehr zueinander finden und ja, eher Liebe teilen als Negativität, weil die Welt ist schon genug negativ, wie sie ist. Und ich singe dann im Song, dass Blumen schöner sind, wenn wir sie gießen, anstatt sie zu schneiden, weil ich finde, eben wir Menschen sind auch wie Blumen, wenn wir uns nett behandeln, dann können wir alle die schönste Blume werden. Also die beste Version von uns sozusagen, ist eine Metapher. Und eben, das ist meine Weltansicht, die ich am Anfang des Songs singe und mit den Leuten teile. Und dann aber im Refrain singe ich, wenn du möchtest, dann nehme ich dich mit auf eine Reise. Und Reise auf Französisch heißt ja Voyage. Und für mich, das ist der Titel des Songs, weil ich eben sagen wollte, der ganze Song soll für mich wie eine Art Einladung sein. Eine Einladung auf eine Reise, die man antreten kann, darf, wenn man das möchte, wenn man diese Weltansicht von mir auch gut findet, wenn man auch möchte, eben Nettigkeit verbreiten. Und deswegen, so bin ich auf den Titel Voyage gekommen. Das ist sehr symbolisch. Es hat etwas ganz tief, das macht mir lächeln und zufrieden. Du hast gesagt über diese Blumenteil, dass es besser gegossen als geschnitten werden. Und danach muss ich fragen, hast du viele Pflanzen zu Hause? Du bist die erste Person, die das fragt. Ich möchte etwas original fragen. Das ist eine super Frage. Also wir haben einen Garten da, wo ich wohne. Und im Garten hat es viele Blumen, viele Pflanzen. Aber in meinem Zimmer zum Beispiel nicht so. Weil ich glaube, jetzt gerade, weil ich so viel unterwegs bin, würde die Blume wahrscheinlich sterben, weil ich sie nicht genug gießen würde. Ja, aber ja, im Garten auf jeden Fall. Ich habe dieselbe Situation. Du singst über das Reisen und reist du gerne? Hast du eine Reisefieber? Ich reise gerne, vor allem, weil wenn du reist, dann lernst du neue Leute kennen. Und ich finde immer, dass das etwas ganz Schönes und Bereicherndes ist. Jetzt auch mit Eurovision bin ich viel herumgereist, in verschiedene Länder, an die Pre-Partys, aber auch sonst. Und ja, gerade bei den Pre-Partys war das super schön, alle Leute treffen zu können. Und ja, deswegen, ich reise gerne. Und das ist eine gute Möglichkeit, um an der Stadt zu besuchen. Ich habe gesagt, das war dein erstes Mal in Oslo, in Norwegen. Ja. Also das ja, ich war zum ersten Mal in Oslo und das ist auch etwas Schönes, wenn du siehst, dass du mit Musik reisen kannst. Und Musik verbindet, egal was die Sprache ist. Und das finde ich sehr schön zu sehen, dass in Oslo haben die Leute mit mir mitgesungen auf Französisch. In Spanien haben die Leute in Madrid mit mir mitgesungen auf Französisch. Ja, das ist die Magie von Musik, finde ich. Wunderbar. Ich habe auch Fragen nach Kultur, weil viele unserer polnischen Mitglieder unseres Vereins wird zuerst mal in der Schweiz und auch in Basel. Also wenn ich in der Schweiz war, ich hatte ein paar Culture Shock. Also, ich habe viele Fragen nach Verfassung oder Geschichte der Schweiz. Aber ehrlich zu sein, bitte sag mir, wann muss man in der Schweiz probieren und warum ist es Rivella und Ovomaltine? Also Rivella ist schon das Getränk in der Schweiz. Da gibt es auch zwei Farben. Es gibt Rivella, glaube ich, blau und rot und jetzt gibt es auch noch gelb neu.
Und da gibt es schon Teams, also Leute, die sagen, du musst unbedingt das eine oder das andere probieren. Ich bin, also wenn wir von Getränken reden, bin ich am meisten Fan von Ovomaltine Schoki. Das heißt, eine warme Schokolade mit Ovomaltine, das ist mein Favorite. Und sonst haben wir auch ganz viele Gewürze, die typisch schweizerisch sind, zum Beispiel Aromat. Damit werden alle Sachen gekocht. Oder Maggi, das ist so was, was man in den Salat tun kann, so eine Soße. Also ja, wenn ihr in die Schweiz kommt, dann könnt ihr mir schreiben. Ich Ja, habe Tipps. Nächste Frage: Fondue oder Raclette? Und was denkst du an Schokoladenfondue? Ich weiß, das ist sehr kontrovers. Also, ich habe ja jetzt dieses Format auf Social Media gestartet, diese Cheese Chats, wo ich Interviews mit den anderen Artists führe. Und das ist wie eine Hommage, eine Ehrung von Fondue, also Käsefondue. Deswegen, ich bin schon eher Team Käsefondue als Schokoladenfondue. Aber wenn man gerne Süßes isst, dann ist Schokoladenfondue schon. Ja, gleich werden wir Erdbeer haben mit Schokoladenfondue. Es geht. Ja, aber Käsefondue, also schon. Mit Kartoffeln oder Brot, ja, das ist das. Nächste Frage: Wie isst du Kaktus mit Hühnli? Gibst du die Apfelmus dazu und mischst sie? Oder isst du erst die Nudeln und dann das Apfelmus? Ich liebe die Frage. Also jetzt mittlerweile bin ich vegetarisch, das heißt, ich esse keinen Kaktus mehr. Aber sonst finde ich schon mit Apfelmus, das ist einfach dann das Traditionelle. Also es ist zwar ein bisschen komisch, weil es so deftige Küche mit süß verbindet, aber das ist, wie das Gericht gedacht ist. Ja, das ist ganz komisch, aber sehr, sehr lecker. Und ich wünsche alle unseren Mitgliedern, die Schweizer Küche zu probieren, weil es ist super, super lecker. Wenn jemand Käse oder Schokolade liebt, das ist perfekte Occasion, so andere Küche zu probieren. Und Rösti. Das ist, ja, ich weiß, Rösti, das ist die beste. Wir haben sehr gleich Platzküche in der Channel, aber in Polen ist es nicht mit dieser Struktur, weil in Rösti diese Kartoffeln sehen und das ist super lecker. Ja, ich liebe das auch. So, ich habe eine herzliche Bitte, um unseren Mitgliedern zu grüßen. Könntest du bitte sagen, Pozdrawiam Olga Polska, was bedeutet ich grüße Olga Polska? Polska, kann ich sagen, was ist das andere? Pozdrawiam Olga Polska. Pozdrawiam, ja, das ist schwer. Pozdrawiam Olga Polska. Oh. Greetings to Poland and please teach me more Polish. Ja, mit Spaß. So, vielen, vielen Dank für diese Sprache. Es war super wunderschöner Moment für mich. Ich drücke meine Daumen für Sie im Eurovision und ich wünsche Sie viel, viel Spaß mit diesem Wettbewerb, weil viele Möglichkeiten nach diesem Wettbewerb kommen zu dir. Und danke.